Das erste Geräusch war immer das Knarren der Bettfedern. Ein trockenes, metallisches Ächzen, das durch das dünne Kissen direkt in Eleanors Schläfe drang. Sie lag noch einen Moment still, die Augen geschlossen gegen das fahle Londoner Licht, das sich die Ränder der schweren Samtvorhänge stahl. Die Luft in ihrem Schlafzimmer roch nach altem Holz, nach dem leicht süßlichen Wachs, mit dem sie jeden Samstag die Dielen pflegte, und einem kaum wahrnehmbaren Hauch von Mottenkugeln, der aus der Kommode. Sie streckte einen Arm aus, und das raue Gewebe ihres Baumwollnachthemds rieb sich mit einem leisen Raschel gegen ihre Haut. Es war ein vertrautes Gefühl, kühl und ein wenig steif von der Lufttrocknung am vorherigen Tag. Sie schwang die Beine aus dem Bett und die Fußsohlen berührten den gewetteten Flor des Teppichs, abgenutzt und dünn an der Stelle, an der sie jeden Morgen aufstand. Das Ritual begann mit dem Öffnen der Vorhänge, dem Blick in den schmalen, von Backsteinmauern eingefassten Garten, wo die ersten Tulpen in den Beeten ihre Köpfe in der kühlen Morgenluft hielten. Dann ging sie hinunter, die Holztreppe unter ihren Filzpantoffeln leise surrend. In der Küche herrschte eine andere Art von Stille, eine, die mit dem Versprechen von Aktivität geladen war. Sie fühlte den emulierten Wasserkessel und stellte den auf das Gas, während sie auf das leise Aufheulen der Flamme wartete, holte sie die kleine hölzerne Kaffeemühle aus dem Schrank. Das Malen war eine tägliche Meditation. Der feste Widerstand der Kurbel, das knirschende, zermalmende Geräusch der Bohnen, der intensiv erdige Duft, der sofort freigesetzt wurde und jeden anderen Geruch in der Küche überlagerte. Jede Drehung war absichtsvoll, ein Akt der Herstellung, nicht bloß der Zubereitung. Mit dem gemahlenen Kaffee in der Hand filterte sie ihn sorgfältig in die Porzellankanne, beobachtete, wie das kochende Wasser langsam durch das braune Pulver sickerte und eine tiefe, bernsteinfarbene Flüssigkeit ergab. Der Duft vermischte sich dann mit dem allgemeinen Küchenaroma. Ein Rest von Zitronenpulver, der leichte, säuerliche Geruch der steinernen Spüle und der immerwährende Duft nach Brot aus der Blechdose. Erst nach der ersten Tasse, die sie schweigend am Küchentisch trank, wandte sie sich dem Tag zu. Im Schlafzimmer angekommen, öffnete sie den Schrank. Die Auswahl war begrenzt, aber jedes Stück hatte Gewicht und Bedeutung. Ihre Hand glitt über die Bügel, blieb in einem taillierten Rock aus dunkelblauem Wollgardine hängen. Sie zog ihn heraus, spürte das angenehme Gewicht des Materials, die feine, dichte Webart, dazu die passende Jacke mit ihren gepolsterten Schultern und den Perlmutterknöpfen. Es war ein praktisches Kostüm, seriös, für das Büro geeignet, aber der Schnitt betonte dennoch eine weibliche Silhouette, eine diskrete Anerkennung der Form unter der Pflicht. Sie zog sich an, spürte das sanfte Kratzen des Wollkragens in ihrem Hals, das enge, sichere Gefühl des Rockbunds um ihre Taille. Vor dem Spiegel steckte sie ihr dunkles, schulterlanges Haar mit einfachen Schildpattklammern zurück. Ihr Gesicht im Spiegel war klar, ruhig,
die Morgenspannung bereits der Routine gewichen. Zurück in der Küche bereitete sie ihr Frühstück zu. Ein Ei kochte im sprudelnden Wasser. Sein weißes Haus klapperte leise gegen den Topfrand. Währenddessen schnitt sie eine Scheibe von der Brotlaib ab und legte sie unter den Gasgrill des Ofens. Sie beobachtete, wie die Ränder sich kräuselten und goldbraun wurden. Ein Geruch nach geröstetem Getreide stieg auf. Das Radio auf der Anrichte. Ein braunes Bakelit-Monster nistete leise, bevor eine Nachrichtensendung mit gemessenen BBC-typischen Tönen einsetzte. Die Worte waren ein Hintergrundrauschen, ein Murmeln von Weltgeschehen, das durch die dicken Wände ihres Reihenhauses gedämpft wurde. Sie schälte das Ei mit präzisen Bewegungen. Die Schale bröckelte in eine bereitgelegte Schale. Das Eigelb war weich, sonnengelbe. Sie bestrich den Toast mit einer dünnen Schicht Butter, die sofort zu schmelzen begann und in die Poren des Brotes einsickerte. Jede Biss war eine sensorische Erfahrung. Die knusprige Rinde, die weiche, butterige Krume, der cremige, warme Geschmack des Eis. Sie aß langsam. Die, nach dem Abwasch, bei dem das heiße Wasser über ihre Hände lief und den Geruch von Spülmittel hinterließ, bereitete sie ihre Handtasche vor, ein Lederetui für ihre Busfahrkarte, ein kleines Portemonnaie, ein zusammengefaltetes Taschentuch aus Baumwolle. Sie zog ihren Mantel an, einen beigefarbenen Tweed mit Samtkragen, und überprüfte ihr Spiegelbild ein letztes Mal. Alles war ordentlich angemessen, ein Panzer aus Wolle und Vernunft. An der Haustür zögerte sie einen Augenblick, die Hand auf dem kalten Messinggriff. Sie atmete die Luft ihres Zuhauses ein. Kaffee, Wachs, saubere Wäsche, bevor sie die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Der Schlüssel drehte sich mit einem soliden, befriedigenden Klicken. Auf der Straße war die Luft kühler, geschwängert mit dem entfernten Rauch von Kohlefeuern und dem feuchten Geruch des Flusses. Sie schritt die Treppenstufen hinunter, ihre Absätze klackten leise auf dem Gehweg. Ein rhythmisches Geräusch, das den Beginn des Tages markierte. Der Alltag gewoben aus einer Million kleiner, tequila Details hatte sie wieder in seinen vertrauten Griff genommen. Der Bus war eine Arke des Alltags, ein schweres, rotes Gefährt, das sich mit dem Seufzen der Druckluftbremsen in der Haltestelle vor Eleanors Straße niederließ. Sie stieg ein, bezahlte mit einer müden Geste und suchte einen Platz auf der langen Sitzbank aus gesprungenem Kunstleder. Der Grosch schlug ihr entgegen. Ein komplexes Gemisch aus Nasswallow, Zigarettenrauch, der in Stoffen eingeschlossen war, und dem scharfen, chemischen Duft von Benzin und Schmierfett. Sie herum saßen die anderen Pendler, jede Person eine stumme Studie in praktischer Kleidung, eine Uniform des Pflichtbewusstseins. Die Männer trugen durchgesessene Anzüge in Grau oder Brauntönen, die an den Ellenbogen glänzten und an den Knien leichte Beulen zeigten. Ihre Hemdkragen, obwohl sauber, wirkten ein wenig schlaff, die Bindungen waren solide, aber unauffällig. Ihre Hände, die auf Aktentaschen oder zusammengerollten Zeitungen
Rust zeigten die trockene Haut des Büroalltags. Die Frauen waren sorgfältiger arrangiert, aber nicht weniger standardisiert. Geblümte oder karierte Blusen aus Viskos oder Baumwolle, jede Falte mit der Sorgfalt des frühen Morgens gebügelt, steckten in Röcken aus Gabardin oder festem Jersey. Die Mäntel, die wir in Konien lagen, waren aus praktischem Tweed oder Mischgouvet, oft mit abgenutzten Ärmelaufschlägen. Eleanor spürte das sanfte Kratzen ihres eigenen Wollrocks gegen die Sitzbank, ein vertrautes Gefühl in dieser Umgebung. Draußen glitt London vorbei, ein Tableau aus schmutzigen Backsteinfassaden und Schaufenstern. Die praktische Waren zeigten Bessenheimer, einfache Kleidung. Der Bus ruckelte, hielt, nahm neue Passagiere auf, die gleiche gedämpfte Energie ausstrahlten. Eleanor beobachtete eine 19-Frau, die versuchte, eine Haarsträhne unter einem Haarnetz zu bändigen. Ihre Finger flink und geübt, der Geruch von feuchtem Manteltuch und kalter Asche hing in der Luft. Ihr Ziel war ein solides, unauffälliges Gebäude in der Nähe des Flusses, der Sitz der Britannic Assurance. Die Eingangshalle war mit dunklem Marmor ausgekleidet, die Fußbodenfliesen waren in der Mitte von unzähligen Schritten abgenutzt. Der Luft war stiller, kühler, durchdrungen vom Geruch nach Holzpolitor und altem Papier. Sie nahm den Aufzug, ein klappriges, gitterumhülltes Ding, das mit einem Ruck in die Höhe fuhr, bis zum 3. Stock, der dem Schreibbüro fuhr bis zum 3. Stock, der dem Schreibbüro fuhr bis zum 3. Stock, der dem Schreibbüro fuhr bis zum 3. Stock, der dem Schreibbüro fuhr, vorbehalten war. Der Raum, der sich vor ihr öffnete, war ein Meer von hellgrün gestrichenen Wänden und langen, lackierten Holztischen. Das gleichmäßige, summende Geräusch elektrischer Adiermaschinen füllte den Raum, unterbrochen vom leisen Rascheln von Papier und dem gelegentlichen Klingeln einer Maschine, die eine Spalte abgeschlossen hatte. Das Licht fiel kühl und gleichmäßig von langen Neonröhren an der Decke. Und hier, in diesem Raum, wurde die Hierarchie nicht durch Titel, sondern durch Stoff und Schnitt sichtbar. An der Spitze thronte Miss Timms, die Büroleiterin, an einem separaten Schreibtisch vor den großen Fenstern. Sie war eine Frau in den späten Fintfixtures, eingewickelt in einen Sweater-Schränksteiler von bemerkenswerter Schränkje. Der Rock fiel knapp unter das Knie, die Jacke war gerade geschnitten, mit schweren, hornfarbenen Knöpfen. Ihr Kragen war aus steifem Weiß, ihre Strümpfe waren perfekt gerade, und ihr graues Haar war zu einem festen Knoten gezogen, der nicht ein einziges Härchen verließ. Sie bewegte sich nicht viel, aber ihre Anwesenheit war wie ein kühler Schatten, der über die Reihen der Schreibmaschinen fiel. Die Jüngerinnen gestelten, die in den langen Tischen saßen, bildeten den Kontrast. Ihre Kleidung spiegelte eine leichte Lockerung wider, aber innerhalb strenger Grenzen. Statt der dunklen Tweed-Tons von Miss Timms trugen sie Kostüme in helleren, aber immer noch dezenten Farben. Ein mattes Hellblau, ein sanftes Flaschengrün, ein diskretes Hellgrau. Die Röcke waren vielleicht einen Zentimeter kürzer, die Jacken etwas weniger kastenförmig.
Eine junge Frau, ganz in der Nähe von Eleonors Platz, trug sogar eine Bluse mit einem winzigen, abstrakten Muster, ein kaum wahrnehmbarer Aufruhr gegen die vorherrschende Solidität. Eleanor ging zu ihrem zugewiesenen Platz, einem Schreibtisch, der von einer elektrischen Adiermaschine dominiert wurde, einem klobigen, beigefarbenen Gerät mit einer breiten Tastatur aus cremefarbenen Kunststofftasten. Ihr Stuhl war aus Holz und Stahlrohr, mit einer Sitzfläche aus geflochtenem Kunststoff, der bei Bewegung leise quietschte. Sie legte ihre Handtasche in die untere Schublade, zog ihren Mantel aus und hing ihn sorgfältig über die Stuhllehne. Unter der Jacke war ihre Bluse aus hellem Baumwollpöplein, glatt und kühl. Sie holte den Stoß Papier hervor, der auf sie wartete. Lange, schmale Streifen mit handschriftlich eingetragenen Zahlen, Spalten von Prämien und Beiträgen, die übertragen und summiert werden mussten. Sie schaltete die ADA-Maschine ein leises, elektrisches Brummen trat zum allgemeinen Summen des Raums hinzu. Sie legte die erste Liste ein. Ihre Finger fanden mühelos die großen, runden Tasten. Die Arbeit begann. Der Rhythmus war meditativ. Blick auf die handschriftliche Ziffer, Druck auf die entsprechende Taste, ein befriedigendes, dumpfes Klicken, das durch ihre Fingerspitzen lief. Die Maschine summte. Die Seilwerke hinter dem milchigen Plastikfenster ratterten leise vor sich hin. Am Ende jeder Spalte drückte sie die große, metallene Total Taste und die Maschine klingelte und die Maschine klingelte einmal. Ein scharfes, abschließendes Geräusch, bevor sie das Ergebnis mit ihrer Klagen, das Papier selbst, hatte eine bestimmte Textur, glatt, aber nicht glänzend. Und es roch leicht nach Druckertinte und dem feinen Staub, der von den Aktendeckeln in den Archiven im Keller aufstieg. Hin und wieder blickte sie auf. Sie sah die gebückten Rücken ihrer Kolleginnen, die konzentrierten Gesichter, die im grünlichen Neonlicht blass wirkten. Sie sah die Bewegungen ihrer Hände, einige flink und sicher, andere langsamer, vorsichtiger. Sie hörte das vielstimmige Klicken der Tasten, ein industrielles Flüstern, das die Zeit maß. Durch das große Fenster an der Wand gegenüber sah sie einen schmalen Streifen grauen Himmels um die Spitze eines anderen Bürogebäudes. Hier, umgeben von den Geräuschen der Berechnung und den sichtbaren Schichten der Büroökonomie, war Eleanor ein Teil des Getriebes, ihr eigener sorgfältig gekleideter Körper ein Rädchen in der großen Maschine des Geschäftslebens, angetrieben vom rhythmischen Geschäftslebens, angetrieben vom rhythmischen Wie, täglich klicken unter ihren Fingern, des Lazy, aber durchdringenden Summen der Adiermaschinen erlosch um Punkt 1 wie ein kollektives Ausatmen. Ein letztes Klingeln, dann Stille, die nur vom Rascheln von Papier und dem Knarren von Stühlen unterbrochen wurde. Eleanor schaltete ihre Maschine aus. Das Brummen verstummte, und sie spürte eine plötzliche Leere in ihren Fingerspitzen. Aus Schubladen unter Schreibtischen tauchten braune Papiertüten und Blechdosen auf. Die Mittagspause war ein heiliges, eingeschränktes Ritual. Der Pausenraum war ein schmaler, nach hinten gelegener Raum, kaum mehr als ein vergrößerter Wandschrank,
mit einer einzigen, hohen Fensterscheibe, die einen Blick auf eine schmale Lichtschacht-Ziegelwand bot. Die Luft roch nach altem Linoleum, nach dem fettigen Dunst einer winzigen Torchnische in der Ecke und dem süßlichen Duft von mitgebrachtem Essen. Eine Reihe einfacher Holztische und Stühle war an die Wand gedrängt. Eleanor setzte sich neben Margaret, deren freundliches Gesicht bereits über ein geöffnetes Sandwich gebeugt war. Die Mahlzeiten waren bescheiden in Wachspapier gewickelt. Käse- oder Schinkensandwiches auf weichem, weißem Brot, manchmal mit einem Blatt welken Salats oder einer dünnen Schicht Butter. Ein Apfelschnitz hier, ein einfacher Keks dort. Eleanor entfaltete ein eigenes Päckchen, spürte das leichte Knirren des Papiers. Ihr Sandwich war Käse, der schon leicht an den Rändern ausgetrocknet war, aber der Geschmack war vertraut und beruhigend. Sie aß langsam, beobachtete die anderen Frauen, wie sie sich auf den harten Stühlen zurücklehnten, die Schultern für diese kurze Stunde aus der starren Haltung der Arbeit lockerten. Die Gespräche waren ein leises, melodisches Summen, ein Gegenstück zum mechanischen Klicken des Vormittags. Sie drehten sich um die praktische Geometrie des Alltags. »Ich habe das neue Bördeheft bekommen«, sagte eine Frau namens Phyllis, während sie vorsichtig eine Brotkruste abriss. Der Schnitt für den Wickelrock sieht kompliziert aus. All diese kleinen Knopfleisten. Eine andere Joan seufzte über den Preis von Nylonstrümpfen. 5 Schillinge, das Paar, und sie laufen sofort, wenn man nur einen Nagel anschaut. Ihre Finger strich über ihren eigenen fleischfarbenen Strumpf, suchte nach einem kaum sichtbaren Lauf. Dann kam das Thema Musik. Eine jüngere Kollegin, Brenda, deren Haar in einer ungewöhnlich lockeren Rolle frisiert war, erwähnte mit gesenkter Stimme etwas, das sie im Radio gehört hatte. Diese Beatles, meine kleine Schwester, ist ganz verrückt danach. Diese Haarrohr an der Beat. Es klingt wie ein stampfender Zug. Einige der älteren Frauen schüttelten leicht die Köpfe, ein Ausdruck verwirrter Ablehnung, der nicht ganz echt wirkte. Es war eine seltsame neue Musik, die von einer anderen, unbekannten Welt zu drängen schien. Eine Welt, die nicht in die geordnete Stille des Schreibbüros passte. Während dieses Gesprächs bemerkte Eleanor etwas. Ihre Augen wanderten zu Sandra, einer schüchternen Aushilfe von vielleicht 19 Jahren, die am Ende des Tisches saß. Sandra aß schweigend, den Blick gesenkt. Aber Eleanors Blick, geschärft durch Jahre der Beobachtung von Details, blieb in ihrem Rock hängen. Es war ein einfacher, dunkelblauer Wollrock, ähnlich wie viele andere im Raum. Doch der Saum, Eleanor beugte sich kaum merklich vor. Der sah frisch. Man konnte die feinen, regelmäßigen Stiche sehen, die ein wenig heller waren als der Rest des Gewebes, und die Kante saß jetzt knapp einen Zentimeter über dem Knie. Anstatt wie üblich darunter, es war ein winziger, fast unsichtbarer Akt der Rebellion. Ausgeführt in der Stille eines Schlafzimmers, ein kleiner Sieg der persönlichen Präferenz über die Vorschrift der Konformität. Sandra spürte den Blick und zog ihren Rock unwillkürlich ein Stück nach unten, ein flüchtiges Erröten auf ihren Wangen. Eleanor wandte ihre Augen schnell ab
ein seltsames Gefühl der Komplizität in ihrer Brust. Damals war sie Ende, fast so plötzlich, wie sie begonnen hatte. Die Papierfetzen wurden zusammengeknüllt, die Blechdosen verschwanden wieder in den Taschen. Zurück in ihren Schreibtischen nahm der Nachmittag sein tätigen Lauf auf. Eleanor schaltete ihre ATM-Maschine wieder ein. Das Klicken der Tasten unter ihren Fingern war jetzt vertrauter, ein rhythmischer Anker. Zwischen den Berechnungen musste sie dort Schlagpapier glätten, dünne, blaue Blätter, die zwischen die Formulare gelegt wurden, um Kopien zu erstellen. Sie strich mit dem Handballen darüber, spürt die leichte, wechselnde Textur, den feinen Staub des Kolopaters, der sich auf ihre Haut absetzte. Das Papier gab unter dem Druck leicht nach, hinterließ einen matten, gespiegelten Abdruck der Zahlen darunter. Die Stunden zogen sie hin, gemessen in Spalten und Summen. Der Wollkragen ihrer Blouse begann zu jucken, ein leichtes, anhaltendes Kribbel an der Basis ihres Halses, das sie ignorieren nannte. Die Luft im Raum wurde schwerer, geschwängert mit dem Geruch von Körperwärme, trockener Heizungsluft und dem metallischen Hauch der Maschinen. Draußen hinter dem hochgelegenen Fenster verdichtete sich der graue Himmel zu einem tieferen Schieferton. Eleanor arbeitete weiter, ihre Bewegungen automatisch, während ihr Geist das Bild des umgenähten Rocksaums kreiste. Es war nur 1 Zentimeter. Ein winziger Bruch im Gefüge der Riegel, fast unsichtbar, und doch schien er eine ganze Welt von Möglichkeiten zu enthalten, eine stille Herausforderung gegen die ungeschriebenen Gesetze von Tweed und Gabardine. Das Klicken ihrer Maschine, das Glätten des Papiers, das leichte Jucken ihres Kragens, all diese sensorischen Details des Nachmittags verwoben sich zu einem Gefühl des Eingeschlossenseins, das nun von einem winzigen, fremden Faden der Veränderung durchzogen war. Der Samstagnachmittag trug eine andere Art von Geräusch. Es war das gedämpfte Rauschen der Victoria Street durchsetzt mit Hupen, dem Klappen von Absätzen auf dem Pflaster und dem gelegentlichen Ruf eines Zeitungsverkäufers. Eleanor und Margaret schlenderten Arm in Arm, ihre gewöhnlichen Wollmäntel schützten sie vor der kühlen Brise, die zwischen den Gebäuden hindurchpfiff. Ihr Ziel war nicht ein Einkauf, sondern eine Expedition. Das Army and Navy Kaufhaus, eine Zitadelle der Waren, in der die Welt sich in Abteilungen ordnete. Schon der Eingang versprach eine andere Atmosphäre als die strenge Stille des Büros. Drehtüren wirbelte mit einem sanften, surrenden Geräusch, und sie wurden von einer Welle warmer, parfümgeschwängerter Luft empfangen. Der Geruch war komplex. Das süße, pudrige Aroma des Kosmetikstands direkt hinter der Tür, vermischt mit dem ledrigen Duft von Handtaschen, dem scharfen Geratsch von neuem Gummi, von der Haushaltswarenabteilung und dem immerwährenden, staubigen Haus von Teppichen und Stoffbollen. Das gedämpfte Licht fiel durch hohe Glasdecken, ließ die Staubteilchen in der Luft tanzen und warf weiche Schatten auf die polierten Holztische und gläsernen Vitrinen. Sie gingen in den vertrauten Bereichen vorbei, der schweren, dunklen Möbelabteilung, die nach Wachs und Leder roch, der schweren, dunklen Möbelabteilung, die nach Wachs und Leder roch, der stationären,
Abteilung mit ihren Reihen von tintenblauen Füllfederhalter-Etuis. Doch ihr Weg führte sie mit einer stillschweigenden Übereinkunft nach oben in Richtung der Damenmode, aber nicht zu den üblichen Gestellen. Ein neues, schillerndes Territorium hatte sich im Runde der etablierten Ordnung aufgetan. Eine Ecke, die als Jungle Mode oder manchmal in geflüsterten Andeutungen aus Carnaby Street inspiriert bezeichnet wurde. Der Kontrast war frappierend. Auf der einen Seite des Gangs hingen die bodenlangen, konservativ mantelnde Hauptdamenabteilung in gedämpften Tweed- und Melton-Tonen. Sie waren schwer, solide, mit klaren Linien und praktischen Schnitten. Ihre einzige Verzierung vielleicht ein Samtkragen oder eine Reihe hornfarbener Knöpfe. Sie rochen nach neuem Voltage. Streng und seriös. Doch nur wenige Schritte entfernt explodierte eine Kakophonie aus Farbe und Textur. Hier waren die Kleider nicht einfach handgeordnet. Sie schienen zu schreien. Eleanor und Margaret blieben am Rande dieser neuen Welt stehen. Zwei Besucherinnen vor einem exotischen Gärhege. Ihre Augen weiteten sich. An den Gestellen hingen Kleider und Blusen in schrillen, psychedelischen Drucken. Wirbelnde Kreise in Orange und Pink, riesige, stilisierte Blumen in giftigem Grün und Lila, optisch täuschende Schwarz-Weiß-Muster, die dem Auge wehtaten. Margaret streckte eine vorsichtige Hand aus und berührte den Ärmel einer Partybluse. Das Material war ein steifes Lurex-Gewebe, das in einem metallischen Gold schimmerte. »Oh«, sagte sie leise und zog ihre Finger schnell zurück. »Es kratzt ja wie Drahtbürsten.« Sie kicherten, ein unterdrücktes, nervöses Lachen, das in der formellen Atmosphäre des Kaufhauses fast unanständig wirkte. Dann entdeckten sie die Wet Look Mantel. Sie hingen glänzend und undurchdringlich wie schwarze Lackblätter auf ihren Bügeln. Eleanor wagte es mit einem Fingernagel über den Ärmelein des solchen Mantels zu streichen. Es fühlte sich an wie kaltes, glattes Plastik, nicht wie Stoff. Es gab ein leises, quietschendes Geräusch von Reibung. »Stell dir vor, das bei Regen zu tragen«, flüsterte Margaret. »Du müsstest ja quietschen wie ein neues Schuhsohle.« Die Vorstellung war so absurd, dass Eleanor ein Lachen unterdrücken musste, das sich in ihrer Brust zu einem leichten Beben aufstaut. Wer konnte so etwas tragen? Welche Art von Leben erforderte einen Mantel, der wie ein gefrorener Teig glänzte, oder eine Bluse, die die Haut aufrieb? Sie wandten sich ab, ein wenig benommen von der sensorischen Überlastung, und fanden Zuflucht in der Cafeteria im 4. Stock. Der Raum war groß, mit langen Reihen förmiger beschichteter Tische und roch nach frittiertem Essen, abgestandenem Kaffee und dem scharfen Reinigungsmittel, mit dem der Linoleumboden gewischt wurde. Sie bestellten 2 Tassen Tee, der in dünnen, weißen Porzelläntassen serviert wurde, und ein Stück trockenen, gelblichen Sandkuchen, der auf kleinen Glasuntersätzen lag. Der Tee war dünn und wässrig, überteuert, aber die Handlung des Trinkens gab ihnen Ausrede, um sich zu setzen und zu verdauen, was sie gesehen hatten. Eleanor rührte langsam in ihre Tasse, beobachtete, wie die blasse Flüssigkeit wirbelte. »Diese Mantel«, sagte sie schließlich, ihre Stimme leise. »Was sind die nur gemacht?
Es fühlt sich nicht wie etwas an, das atmen kann. Margaret nippte an ihrem Tee und machte ein Gesicht. Irgendeine neue Chemiefaser. PVC, etwas, das in einem Leben gekocht wird, nicht gewebt. Sie blickte über den Rand ihrer Tasse hinweg auf die anderen Cafeteria-Besucher, vor allem Frauen in mittleren Jahren mit Einkaufstaschen, die sich über praktische Anschaffungen unterhielten. Ich frage mich wirklich, wer das kauft. Nicht Menschen wie wir. Vielleicht Mädchen in Boutiquen, spekulierte Eleanor. Oder Sekretärinnen in modernen Büros. Die diese Musik hören. Sie dachte an Sandra, die Kollegin mit dem umgenähten Rocksaum. Würde sie jemals in so ein knisterndes, schreiendes Kleidungsstück wagen? Es schien unwahrscheinlich, und doch lag die Möglichkeit jetzt in der Luft, so griffbar wie der kratzige Lurex-Stoff. Sie verließen des Kaufhauses Stunde später, die Augen voller Notchbilder von grellen Mustern. Die Hände erinnerten sich an das ungewohnte Gefühl von Plastik und Metallgewebe. Auf der Straße schien das gewöhnliche London grauer, aber auch solider. Die Worte ihrer eigenen Mäntel fühlte sich vertraut und beruhigend an. Ein Schutzpanzer aus Normalität. Während sie zur Buscheltestelle gingen, sprachen sie nicht mehr über die Kleider. Aber die Bilder blieben. Der scharfe Kontrast zwischen den bodenlangen Tweedmäntel und den glänzenden Plastikumhängen. Die Kakophonen Verheißung einer Zukunft, die nicht nur anders klang, sondern auch anders roch, sich anders anfühlte und anders knisterte. Es war eine Zukunft, die hinter Glas und auf Bügeln ausgestellt war, noch nicht für den Alltag geeignet, aber bereits im Verkauf ein Phantom aus Chemiefassern, das darauf wartete, angezogen zu werden. Der Sonntagvormittag gehörte einer anderen Art von Arbeit, eine, die nicht in Spalten und Summen gemessen wurde, sondern in Falten und Dämpfen. In der Küche ihres Reihenhauses herrschte das gedämpfte, rhythmische Rauschen der Waschtrommel, ein gleichmäßiges, surrendes Geräusch, das durch den Flur drang. Eleanor stand am steinernen Spülbecken, ihre Arme bis zu den Ellenbogen in lauwarmem Wasser, das von einem weißen, schaumigen Berg bedeckt war. Der Geruch vom Persil durchdrang den Raum, ein stechender, chemisch reiner Duft nach Pinien und einer Art aggressiver Sauberkeit, die jeden anderen Geruch vertrieb. Sie mietete ein Herrenhemd ihres Vaters durch den Schaum. Ihre Finger rieben mechanisch über den Kragen, wo sich ein blasser Ring aus Hautfett und Schweiß abgezeichnet hatte. Das nasse Leinen fühlte sich schwer und widerstandsfähig an. Gäbe das die Jahrzehnte überdauern würde. Nach dem Spülen, bei dem das klare Wasser, den Schaum in wirbelnden Strudeln, den Abfluss hinunterspülte, begann das Bügeln. Sie holte das schwere, emaillierte Bügeleisen aus dem Schrank, füllte es mit Wasser aus dem Kessel und stellte es auf die Gasflamme, während sie wartete, bis es dichte, breitete sie ein sauberes, weißes Baumwolltuch über das Bügelbrett, das zwischen zwei Küchenstühle gespannt war. Das erste Stück war ein Leintuch, sie nahm es noch feucht aus dem Korb, breitete es aus und glättete die größten Falten mit ihren Händen. Dann hob sie das heiße Eisen. Es traf auf das nasse Leinen mit einem intensiven, zischenden Atemzug, und eine Wolke aus heißem Dampf stieg auf, die nach Stärke und heißer Baumwolle roch. Sie führte das Eisen mit festem Druck in langen,
geraden Strichen sah sie, wie die Feuchtigkeit unter dem Metall verschwand und eine glatte, makellose Fläche hinterließ. Die Bewegung war meditativ, ein Ritual der Wiederherstellung von Ordnung aus Chaos. Die Hemden ihres Vaters vordersehen, förderten sie bügelte zuerst die Manschetten und den Kragen, die auf der linken Seite, dann auf der rechten, wobei sie darauf achtete, dass keine Falten in den steifen Leinenstreifen entstanden. Dann die Schultern, die Ärmel, die sie über die schmale Rundung des Brettendes zog, jede Falte zu glätten, schließlich die Vorder- und Rückseite. Das heiße Metall glitt über den Baumwollpopelin, ließ einen leichten, trockenen Geruch nach erhitzter Stärke zu. Aber die wahre Kunst kam zum Schluss. Die Manschettenköpfe. Sie holte eine kleine Schachtel aus der Küchenschublade, in der die goldenen, abgenutzten Knöpfe ihres Vaters aufbewahrt wurden. Jeder mit einem einfachen Gravermuster. Sie nahm ein Hemd, dessen Manschetten noch loose waren. Mit einer kleinen metallenen Hilfsnadel fädelte sie den dünnen Stift des Knopfs durch das enge Stoffe, dann durch das Gegenstück. Es erforderte Geduld und einen ruhigen Druck. Das Klicken, wenn der Mechanismus einrastete, war winzig, aber befriedigend. Es war eine Verbindung, eine kleine, solide Schließung, eine Pflicht, die sie seit dem Tod ihrer Mutter übernommen hatte. Als sie die Hemden auf Bügel gehängt hatte, klopfte es leise an der Hintertür, die in den schmalen Garten führte. Es war Mrs. Palmer vom Nebenan, eine Frau in ihren Sättigen mit einem ewigen Neulenkittel. Sie trug eine Tasse Zucker, eine Ausrede für einen Plausch. Eleanor lud sie in die noch dampfende Küche ein. Bei dem Wetter trocknet nix richtig, seufzte Mrs. Palmer und stellte die Tasse ab. Ihr Blick fiel auf den Stapel gefalteter Wäsche. Ah, Sie verwenden noch die gute alte Stärke. Sehen Sie, das gibt den Kragenform. Diese neuen Sprays sind alle Mogelpackung. Eleanor nickte und strich über den spröden, gestärkten Kragen eines ihrer eigenen Baumwobblers. Es hält einfach länger. Das Gespräch wandte sich, wie es unweigerlich geschah, den neuen Materialien zu. Mrs. Palmer zupfte in ihrem eigenen Kittel. Meine Tochter hat mir diesen Nylon-Hausrock geschickt. Für Pflegeleid, sagt sie. Wirft man in die Maschine, kommt er ohne Falten wieder raus. Sie senkte ihre Stimme zu einem vertraulichen Flüstern, aber ich schwitze fürchterlich darin. Er atmet nicht, sehen Sie. Es ist, als trüge man eine Plastiktüte. Eleanor dachte an die glänzenden Mäntel im Kaufhaus. Sie holte eine der neuen, knisternden Plastikreinigungstüten hervor, in die sie die gebügelten Hemden für ihren Vater einpackte. Alles wird aus Plastik, sagte sie und hörte den knisternden, künstlichen Ton des Materials, als sie es glatt, Strich das Strick. Ja, aber es hält, sagte Mrs. Palmer mit einer Mischung aus Missbilligung und Respekt. Diese Merino-Wollsocken von früher, die gingen immer an den Fersen durch. Jetzt gibt es Socken aus Acryl, die ewig halten. Sie fühlen sich zwar an wie ein leichter Schauer auf der Haut, aber sie halten. Palmer gegangen war, kehrte Eleanor zu ihrer Arbeit zurück. Sie faltete die weiche Merino-Wolle von Vaters winternden Hemden. Ein Material,
das warm und nachgiebig war, das sich unter den Fingern fast lebendig anfühlte. Danach nahm sie einen ihrer eigenen Röcke aus Gabardine, ein dichtes, strapazierfähiges Gewebe, das das Bügeleisen mit einem leisen, trockenen Zischen aufnahm. Jedes Material hatte seine eigene Chemie, seine eigene Beziehung zu Hitze und Feuchtigkeit. Der spröde, starke Kragen, die weiche, nachgebende Wolle, der knisternde, widerstandsfähige Plastik der Tüte. Sie alle waren die Bestandteile ihres Alltags, die Elemente, aus denen das Leben gewoben war. Die Hausarbeit war keine bloße Pflicht, sie war eine stille Alchemie, ein fortwährender Prozess der Transformation von Schmutz und Chaos in Sauberkeit und Ordnung, geleitet von den Eigenschaften des Stoffes selbst. Sie bügelte weiter, das zischende Eisen in ihrer Hand ein Werkzeug der Domestizierung, während der Geruch von heißer Baumwolle und der scharfe Duft des Waschpulvers in der sonntäglichen Stille des Hauses hingen. Der Mittwochabend gehörte dem Fernseher, einem schweren, mahagonifarbenen Kasten, dessen runde Bildröhre wie ein milchiges, trübes Auge in die Wohnzimmerdämmerung starrte. Eleanor saß mit ihren Eltern auf dem mit Crepe bezogenen Sofa, eine Decke aus kratziger Wolle über den Kinn. Das Programm war eine Wissenschaftssendung mit dem Titel Die Welt vom Morgen. Die Stimme des Sprechers war glatt und zuversichtlich. Ein Bariton, der von unaufhaltsamem Fortschritt erzählte. Auf dem Bildschirm erschien die Zukunft. Sie war glatt, klinisch weiß und bestand fast ausschließlich aus Kunststoff. Es gab Aufnahmen von Küchen, in denen alles, die Arbeitsplatten, die Schränke, sogar die Spüle, aus einem einzigen, nahtlosen Stück geformtem Melamin zu bestehen schien. Die Oberflächen reflektierten das Licht kalt und hart, ohne die warmen Unregelmäßigkeiten von Holz oder Stein. Autos, raketenförmig und mit riesigen Heckflossen, glitten geräuschlos durch Städte, die wie eine Ansammlung gigantischer, weißer Zuckerwürfel aussahen. An die Menschen, die diese Welt bevölkerten, trugen ingenlegende, silberne Hosenanzüge, die metallisch glänzten, oder knielange, glockenförmige Kleider aus einem Stoff, der wie lackiertes Papier aussah. Ihre Bewegungen waren steif, fast roboterhaft, als fürchteten sie, eine Falte in die makellosen Oberflächen zu drücken. Die Musik dazu war ein elektronisches Summen, synthetisch und fremd. Eleanor beobachtete, fasziniert und ein wenig beklommen. Diese Zukunft hatte nichts mit dem warmen Knistern eines Holzfeuers, den sanften Kratzen von Wolle oder der mädigen Geruch von gemahlenem Kaffee zu tun. Sie war steril, eine ausstudierte Version der Gegenwart. Und doch übte sie eine seltsame Anziehungskraft aus. Sie stellte sich vor, in einem dieser raketenförmigen Autos zu sitzen, eingehüllt in einen silbernen Overall, der sich kühl und glatt anfühlen würde, wie eine zweite Haut aus Aluminiumfolie. Es war eine Zukunft der Effizienz, der Sauberkeit, des Fortschritts, aber sie fühlte sich leer an wie ein Museum, in dem man nicht leben konnte. Am nächsten Morgen, bei ihrer Tasse Tee am Küchentisch, blätterte sie wie gewohnt durch die Tageszeitung. Zwischen den Anzeigen für Waschmittel und Fahrradreifen blieb ihr Blick
an einem kleinen Kasten hängen. Culotte. Stand da in einer verspielten, modernen Schrift. Die elegante Freiheit für die moderne Frau. Hosen, die wie ein Rock aussehen. Darunter war eine schematische Zeichnung einer Frau, die eine Art weit geschnittene, knielange Hose trug, die tatsächlich die fließende Form eines Rocks imitierte. Kein glänzender Silberanzug, kein klinisch weißer Plastik. Dies war eine andere Art von Zukunftsvision, leise, widersprüchlich und viel näher an der Realität. Sie verspricht nicht, die Welt neu zu erfinden, sondern nur eine kleine Riegel zu umgehen. Die strikte Trennung zwischen Hose und Rock, es war eine Revolution, die sich als Anpassung tarnte, ein stiller Einbruch des Neuen in die alte Ordnung. Dieser Widerspruch beschäftigt Eleanor den ganzen Tag. Während ihre Finger über die Tasten der ADA-Maschine tanzten, dachte sie an die beiden Zukünfte, die sich hier präsentiert hatten. Die eine, lautend glänzend aus dem Fernseher, war eine radikale Ablehnung, alles vertrauten. Die andere, versteckt in der Zeitungsannonce, war eine subtile Unterwanderung, Plastik gegen Revolution. Oder war die Revolution vielleicht schon da, verpackt in alltägliche Widersprüche, wie Hosen, die wie Räcker aussahen, abends in Dürsteli ihres Zimmers. Suchte sie nach einer Antwort in den einzigen Mittel, die ihr zur Verfügung standen. Sie holte ihre Strickarbeit hervor. Auf den Nabeln wuchs langsam ein Pullover. Nicht in dem praktischen Marineblau oder dem zurückhaltenden Grau, das sie normalerweise wählte, sondern in einem ungewöhnlich kräftigen Senfgelb. Die Wolle war reines Strohwolle, weich und warm, ein traditionelles Material also. Aber die Farbe war ein kleines Zugeständnis an die neue, mutigere Palette, die da draußen in den Boutiquen und Zeitungsanzeigen aufkeimte. Es war kein grelles Pink oder giftiges Grün, sondern eine erdige, aber dennoch auffällige Tönung, die weder ganz alt noch ganz neu war. Sie ließ die Nadeln leise klacken, spürte den Widerstand der Wolle, wie sie sich zu Maschen verband. Jede Zug war eine bewusste Entscheidung für diese seltsame senfarbene Zukunft. Sie stellte sich vor, den Pullover unter ihrem taillierten Kostüm zu tragen, einen versteckten Schimmer von Wärme und Individualität gegen die kühle Seriosität des Gabardin. Vielleicht war das die wahre Zukunft, dachte sie. Nicht der große, plastiküberzogene Wurf, sondern diese langsamen, fast unsichtbaren Verschiebungen. Die Umnäherung eines Rocksounds mein Zentimeter. Der Kauf eines Pfunds Äpfel in einer Tüte, die knisterte wie Zellophan. Das Stricken meines Pullovers in einer Farbe, die ein wenig mutiger war als gestern. Die Zukunft war kein monolithisches Phantom mehr, das aus dem Fernseher drohte. Sie war ein gespenstisches, vielgestaltiges Ding, das sich in Widersprüchen manifestierte, in der Versprechung von Plastik und der rebellischen Praxis der Culotte, in der synthetischen Musik aus dem Radio und dem uralten, taktilen Ritual des Strickens. Sie war sowohl das Knistern des neuen Krümpeln als auch das sanfte Klacken der Halsnadeln in ihren Händen. Eleanor strich über das wachsende Strickstück, das sanftgelb beleuchtete im Lampenlicht. Warm, nicht kalt. Die Zukunft war
Nicht mehr nur ein fernes Bild, sie war ein Faden in ihren Händen, den sie selbst, Masche für Masche, in die vertraute Textur ihrer Gegenwart einwebte. Margarets Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch aus einem anderen Raum, ein leises Vorschlag klang wie ein Geräusch. Aber hartnäckiges Summen, das sich durch die gewohnte Stille von Eleanors Samstagabend fraß. Es wird nicht wild sein, hatte Margaret am Telefon gesagt, ihre Stimme gedämpft und doch aufgeregt. Nur ein paar Freunde von meinem Cousin Jeremy. Er studiert Kunst. Sie nennen es ein Happening, aber im Grunde ist es nur eine Party in seiner winzigen Wohnung in Chelsea. Bitte, Eleanor, es wird uns den Kopf freipusten. Eleanor hatte gezögert, ihre Hand die kühle Bakelit-Muschel des Telefons geklammert. Während ihr Blick durch den vertrauten Wohnzimmerraum wanderte, das Sofa, den Fernseher, die reglosen Vorhänge. Das Wort Happening fühlte sich an wie etwas Feuchtes und Unklares, ein Begriff, der zu den grellen Drucken und glänzenden Mänteln des Kaufhauses passte, nicht zu ihrem Leben. Doch etwas in ihr, ein winziger, senfgelber Faden der Neugier, den sie in den letzten Wochen gesponnen hatte, ließ sie schließlich ein leises In Ordnung murmeln. Die Vorbereitung der am folgenden Freitagabend in Margarets Schlafzimmer stattfand, war ein kleines Drama der Unsicherheit. Margarets Zimmer roch nach Parfüm, nagellackend ferner und dem staubigen Duft von Pappschachteln, die unter dem Bett hervorgezogen wurden. Kleiderberg schirmten sich auf der Bettdecke, ein Chaos aus Farben und Texturen, das Eleanors geordnete Welt auf den Kopf stellte. Das hier, sagte Margaret triumphierend und zog ein Kleidungsstück aus der Tiefe eines Stapels, ist perfekt. Absolut modern, aber nicht zu verrückt. Was sie in Händen hielt, war kein Rock im eigentlichen Sinne, nicht wie Eleanors taillierte Wollstücke, es war eine geometrische Form, aus einem einzigen Stück steifen, hellgrauen Stoffes geschnitten, ein trapezförmiger Minirock, so minimalistisch, dass er fast abstrakt wirkte. Margaret drückte ihn Eleanor in die Arme. Das Material fühlte sich sofort fremd an. Es war cool und glatt, aber nicht wie Seide oder Baumwollsatin. Es hatte eine spröde Steifheit, eine Art inhärente Spannung, als würde sich gegen das Falten sträuben. Crimplin, verkündete Margaret, als lese sie den Namen einer exotischen Zutat von einer Verpackung. Ein neuer Pellessier, völlig pflegeleicht. Und sieh nur, wie es steht. Eleanor hielt ihn den Rock vor sich hin. Nistete ein trockenes, raschelndes Geräusch, wie das Umblättern einer Plastikfolie oder das Knitten einer neuen Reinigungstüte, nur lauter. Sie strich vorsichtig mit der Hand darüber, und das Knistern antwortete unter ihrer Berührung. Ein sensorisches Feedback, das nichts mit dem stillen, weichen Nachgeben von Wolle oder dem leisen Rascheln von Baumwollpopelin gemein hatte. Es war ein Geräusch der Neuheit, künstlich und unverschämt,
Zieh ihn an, drängte Margaret. Probier ihn mit dieser schlichten, schwarzen Strumpfhose und meinem schmalen Rollkragenpullover. Es wird dich umhauen. Zögernd zog Eleanor sich in eine Ecke des Zimmers ihr vertrautes Kostüm abstreifend wie eine alte Haut. Die schwarze Strumpfhose war ungewohnt eng und gleichmäßig. Ein zweites, dünnes Fell aus Nylon. Der schwarze Rollkappenpullover aus Angora und Wolle war weich, aber die Enge fühlte sich ihn blößend an. Dann kam der krümplene Rock. Sie schlüpfte hinein, der Reißverschluss an der Seite fuhr mit einem präzisen, metallischen Zischen hoch. Der Bund saß hoch an ihrer Taille, nicht schnürend, aber fest, eine unnachgiebige Kante. Und dann stand sie da. Sie trat vor den hohen Spiegel an Margarets Schrank. Das Bild, das zurückblickte, war zugleich sie. Und eine Fremde. Der Rock stand tatsächlich ab. Ein steifes, trapezoförmiges, Zelt, das Snap und ein entschieden oberhalb ihrer Knie endete. Jede Bewegung, jedes leichte Atmen ließ das Material mit diesem trockenen, knisternden Geräusch reagieren. Sie drehte sich langsam. Der Rock behielt seine Form. Er schwang nicht weich aus, sondern bewegte sich als starre Einheit. Ein architektonisches Element in ihre Hüften. Sie fühlte die kühle Luft auf ihren nackten Oberschenkel. Eine ungewohnte, fast schockierende Empfindung, exponiert. Das war das Wort. Sie fühlte sich ausgestellt, wie eine Skulptur, auf einem Sockel. Und doch, als sie länger hinsah, erkannte sie etwas anderes. Die Linien waren sauber, modern von einer radikalen Einfachheit. Der Kontrast zwischen dem weichen schwarzen Pullover und dem steifen, grauen Rock war absichtsvoll, fast künstlerisch. Es war nicht hübsch oder lieblich. Es war anders. Es war modern. Dieses Wort, das bisher nur ein abstrakter Begriff aus Zeitschriften und Fernsehsendungen gewesen war, bekam plötzlich eine taktile, knisternde Realität. Sie war nicht mehr nur Eleanor aus dem Büro. Sie war eine Silhouette aus den 60ern, eine Figur, die in eine andere Art vom Raum, eine andere Art vom Abend gehörte. Sie berührte noch einmal den Saum. Das Krümplin fühlte sich kühlen, auch nachdem es ihre Körperwärme angenommen hatte. Es war formstabil, treu zu sich selbst, unbeeindruckt von der Weichheit des darunter liegenden Fleisches. Es roch nach gar nichts, kein Hauch von Wolle, Baumwolle oder sogar dem chemischen Duft von neuem Gummi. Es war geruchlos, eine neutrale Substanz. Margaret kam hinter sie und legte die Hände auf ihre Schultern. Ihr Gesicht im Spiegel strahlte. Siehst du perfekt. Du siehst fantastisch aus. Ganz ehrlich, Eleanor, du siehst aus wie aus einer Zeitschrift. Eleanor versuchte zu lächeln. Das Spiegelbild lächelte zurück, ein wenig gequält. Der Zweifel, der sie den ganzen Abend begleitet hatte, war nicht verschwunden. Er hatte sich nur verwandelt. Es war nicht mehr die Frage, ob sie hingehen sollte, sondern wer sie sein würde, wenn sie ging. Könnte sie in dieser knisternden, fremden Haut existieren? Könnte sie die Blicke ertragen, das Gefühl der Eng, die konstante akustische Erinnerung des Stoffes an seine eigene Künstlichkeit?
sie atmote tief ein. Und der Rock knisterte leise im Widerstand, ein Flüstern aus einer Zukunft, die bereits eingebrochen war, und nun steif und grau in Margarets Schlafzimmer stand. Sie drehte sich noch einmal, und das Knistern folgte ihr wie ein Geist. Ein unsichtbarer Begleiter aus reinem, formstabilem Polyester. Die Wohnung roch nach feuchter Wolle, billigem Parfüm und dem süßlichen Dunst von Bau, die in einer großen glasen Salatschüssel auf dem Boden stand. Die Luft war warm, dick von Körperwärme und dem Rauch filterloser Zigaretten, der in bläulichen Schwaden unter der niedrigen Decke hing. Eleanor stand mit dem Rücken zur Wand, ein Glas mit klabrig süßem, orangefarbenem Getränk in der Hand und versuchte, nicht zu sehr wie ein ausgestopftes Tier in einer Vitrine auszusehen. Jede kleinste Bewegung ihres Oberkörpers ließ den Krimplinger Rock mit einem trockenen, raschelnden Geräusch antworten, ein privates Konzert, das nur sie hören konnte, aber das sie jedes Mal bewusst machte, wie anders sie gekleidet war. Die Party selbst waren gemischt, leicht unbeholfener Haufen, der in den engen Raum einer Einzimmerwohnung in Chelsea gepresst war. Die Musik kam von einem tragbaren Plattenspieler, dessen Nadel in den Rillen eines Rolling Stone Singles kratzte. Sie war laut, aber nicht ohrenbetäubend, ein rhythmisches, gitarrendominiertes Dronen, das die Unterhaltung zu einem angestrengten Schreien zwang. Die Leute standen in kleinen Gruppen, lehnten in den mit Büchern und Zeitschriften überladenen Regalen oder hockten auf dem abgewetzten Teppichboden. Eleanor beobachtete die Kleidung und ihre anfängliche Verunsicherung, which langsam eine faszinierten Verwunderung. Da waren die Muster, Opart wie Margaret es Gent hatte. Eine Frau trug ein Kleid aus Schwarzweißen, konzentrischen Kreisen, diese wirbelten, dass Eleanor beim Hinsehen leicht schwindig wurde. Ein Mann in einer engen, karamellfarbenen Korthose hatte eine Weste mit einem hyperrealistischen, riesigen Blumenmuster an, das wie ein verwirrendes botanisches Diagramm wirkte. Es galt PVC nicht nur in Form von Mäntel, sondern als schmale, glänzende Gürtel, die wie aufgeklebt schmale Hüften saßen, oder als gläubige, durchsichtige Handtaschen, durch die der Inhalt, ein Lipstift, ein Päckchen Zigaretten zur Schau gestellt wurde. Falsche Wimpern, schwer und spinnenhaft, umrahmten Kühne, Augen und das Haar war zu hohen, backenförmigen Typen oder glatten, geometrischen Bobs geformt. Es war eine Ansammlung von Kostümen, eine Ausstellung mutwilliger Extravaganz, die jedoch mit einer gewissen steifen Ernsthaftigkeit getragen wurde, als handele es sich um eine Uniform der Avantgarde. Sie trank einen Schluck von ihrem Getränk, die Susi klebte an ihrem Gaumen. Ihr Blick fiel auf einen Mann, der allein am Fensterbrett lehnte und eine Zigarette hielt. Er trug einen Anzug, der Eleanors Verständnis von Herrenbekleidung auf den Kopf stellte. Der Stoff war ein dichtes, blumiges Muster in Violett und Grün, wie eine üppige, tropische Tapete. Der Schnitt war unglaublich. In die Jacke spannte über den Schultern die Hosenbeine, umschlossen die Beine wie eine zweite Haut. Sein Haar war lang bis über den Kragen,
und leicht gewählt. So als wie die personifizierte Carnaby Street, eine Karikatur des Moderner. Als sich ihre Blicke trafen, nickte ihr freundlich zu und schob sie von der Fensterbank, auf sie zuzukommen. Eleanor spürte einen Anflug von Panik. Was sollte sie zu so einem Geschöpf sagen? Es stellte sich vor, sein Name war Simon und seine Stimme war überraschend, sanft, mit einem leichten nordenglischen Akzent. Zum ersten Mal bei einem von Jeremys Treffen, fragte Sie nickte, lächelte. Man gewöhnt sich dran. Die Hälfte von uns ist nur hier, um die andere Hälfte zu beobachten. Und dann, zu ihrer grenzenlosen Verblüffung, begann ganz normal über Bücher zu sprechen. Nicht über provokative Kunstmanifesti oder psychedelische Poesie, sondern über die Roman von Iris Murdoch, über deren komplexe charakteräre und moralischen Verwicklungen mit ruhiger Intelligenz sprach. Beklagte sich über den Preis von Taschenbüchern und erwähnte eine kleine Buchhandlung in Charing Cross Road, die eine gute Auswahl an gebrauchten Penguin-Ausgaben hatte. Eleanor hörte zu, ihr Glas vergessen in der Hand, und starrte auf den wuchernden Blumendruck seiner Jacke, der in scharfem Kontrast zu den nüchternen, literarischen Themen stand, die ansprach. Die Absurdität dieser Diskrepanz, dieses grell gekleidete Äußere, das einen ganz konventionellen, nachdenklichen Geist beherbergte, erfüllte sie mit einer plötzlichen hellen Heiterkeit. Es war nicht spöttisch, sondern befreiend. Die Kleidung war offenbar nur eine Maske, ein Spiel, eine Art von nonkonformistischem Uniform, unter der die gewöhnlichsten Leidenschaften und Gedanken weiter existierten. Simons Anzug sagte Rebellion, aber 10 Worte, sagt Bücherwurm. Sie fand sich lächelnd, wirklich lächelnd, und erwiderte seine Bemerkungen über Murdochs Prosa. Später, als die Musik zu einem schnelleren, treibenderen Soulsong wechselte, zog Margaret sie zum Tanzen. Der Raum in der Mitte war klein, voller stoßender Ellbogen und schwingender Hüften. Eleanor tanzte vorsichtig, steif in den Keim, unsicher in ihren Bewegungen. Doch mit jedem Schritt, jeder Drehung, mischte sich das laute, rhythmische Knistern ihres Krümplener Rocks mit dem Schlagzeug und dem Bass aus den Lautsprechern. Es war, als würde ihr Kleidungsstück selbst zum Instrument, ein perkussives, synthetisches Gegenstück zur Musik. Das anfängliche Gefühl der Bloßstellung verwandelte sich langsam in etwas anderes. Das Nisten war kein peinliches Geheimnis mehr, sondern ein Teil der Klanglandschaft, ihre persönliche Noten der Kakophonie. Sie sah sich um. Die Frau im Opatkleid lachte über einen Witz. Ihre schwarz-weißen Kreise verschwammen zu einem grauen Wirbel. Der Mann mit der Blumenweste diskutierte leidenschaftlich über Politik. Simon, der Blumensammlung in Anzugform, lehnte wieder am Fenster und las in einem kleinen, mit Leinen gebundenen Buch. Die Party war keine monolithische Rebellion, sondern eine Sammlung von Individuen, die alle mit den neuen Formen und Materialien experimentierten, sie wie Probekostüme anlegten, unter denen ihre alten Ichs weiteratmeten. Als sie und Margaret später in der kühlen Nachtluft auf dem Bus warteten,
fühlte sich der Rock immer noch steif und fremd an. Aber das Knistern war jetzt ein vertrautes Geräusch, eine Erinnerung in den Abend. Sie hatte nicht ihre Persönlichkeit verändert. Sie hatte nur für ein paar Stunden eine andere Schicht darüber gelegt. Eine Schicht aus knisterndem Polischer und kollektiver Wehren, die am Ende überraschend menschlich und sogar tröstlich gewesen war. Die Zukunft, die in diesen Stoffen steckte, war nicht beängstigend, nur seltsam. Und in dieser Seltsamkeit zwischen Blumendruck und Buchdiskussion hatte Eleanor einen kleinen, knisternden Frieden gefunden. Der Wecker riss Eleanor aus einem Schlaf, der noch vom leisen Nachhall, knisternden Krümpeln und dem gedämpften Dröhnen von Musik erfüllt war. Die Vertrautdecke aus kratziger Wolle, das rau Baumwoll nachwimmt, das trockene Knarren der Bettfedern, alles war an seinem Platz, aber es fühlte sich an, als hätte sich ein winziger Riss in der Oberfläche ihrer gewohnten Welt aufgetan. Sie stand auf, und ihre Füße fanden den abgenutzten Flor des Teppichs, doch die Bewegung fühlte sich anders an, als erwartete sie das leise, widerständige Rascheln eines steifen Rocksaums um ihre Knie. Es war nur ihr gewöhnlicher Morgen, und doch war nichts mehr ganz wie vorher. In der Küche war das Ritual des Kaffeemahlens dieselbe meditative Handlung, der intensive, erdige Duft derselbe. Sie trank ihre Tasse am Tisch, blickte in den Garten, wo der Morgentauvogt auf den Tulpenblättern glänzte. Doch ihre Gedanken wanderten nicht zu den Zahlenkolonnen des Tages, sondern zu dem grellen Wirbel von Masten, den glänzenden PVC-Gürteln und der sanften Stimme des Mannes im blumigen Anzug, der über Romane gesprochen hatte. Es war, als hätte sie eine geheime Sprache gehört, die nun leise in ihrem Ohr weiterklang. Sie wählte ihr Outfit mit der üblichen Sorgfalt, aber ihre Wahrnehmung hatte sich verfeinert. Ihr dunkelblauer, vulgar Bedienrock fühlte sich schwerer an, der Stoff weicher, nachgiebiger, fast altmodisch in seiner Sanftheit im Vergleich zur architektonischen Steifheit des Krümpelni. Die passende Jacke, die sie über ihre helle Baumwollbluse zog, fühlte sich wie eine Rüstung an, ein vertrauter Panzer, der heute jedoch nicht nur Schutz, sondern auch eine Art Verkleidung bot. Wie sie die Strümpfe anzog, öffnete sie eine kleine Schublade ihrer Kommode. Ganz hinten, unter sorgfältig gefalteten Baumwollsocken in Weiß, Grau und Schwarz, lag ein einziges Paar in einem kräftigen Senfgelb. Die Wollywall Witch, handgestrickt, das Ergebnis vieler ruhiger Abende. Sie zog sie an. Das lebhafte Gelb leuchtete gegen ihre blasse Haut, ein privater, versteckter Farbtupfer, der von ihrem Rockband und ihren Strumpfhosen vollständig verschluckt werden würde. Niemand würde ihn sehen. Es war eine stille, eigenwillige Anerkennung für den individuellen Ausdruck, ein geheimes Zugeständnis an die neue Palette, das sie nun verborgen in den tiefsten Details bei sich trug, der Busrock wie immer noch nass war, Zigarettenrauch und Benzin. Die Pendler trugen ihre durchgesessenen Anzüge und sorgfältig gebügelten Blusen. Doch Eleanors Augen, geschärft durch die Beobachtung der Party, begannen nun winzige Unregelmäßigkeiten zu entdecken, winzige Risse in der monolithischen Fassade der Konformität. Eine junge Frau, 2 Reihen vor ihr,
hatte das Muster ihrer Blues gewählt, winzige, stilisierte Ananas, die in einem regelmäßigen Raster angeordnet waren. Es war decent, aber es war ein Muster, das vor einem Jahr vielleicht als zu verspielt gegolten hätte. Ein Mann trug eine Krawatte in einem matten Oliveton, der beinahe, aber nicht ganz, ins Grüne spielte. Eine Farbe, die ein Hauch der neuen Erdtöne sein könnte, die in den Boutiquen auftauchten. Im Büro angekommen wurde Summen, der Adieu-Maschinen, der Geruch nach Holzpolster und altem Papier, das kühle Neonlicht, alles war gleich. Sie ging zu ihrem Schreibtisch, hing ihren Mantel auf, spürte das vertraute, leichte Jucken des Wollkragens. Doch als sie sich umdrehte, um ihre Maschine einzuschalten, erfasste ihr Blick Miss Timms, die wie immer an ihrem Schreibtisch vor dem Fenster turnte. Die Büroleiterin war in ihren üblichen tweedfarbenen Zweiteiler gekleidet, eine Festung der Seriosität. Aber heute, als das Licht von der Decke auf ihr grau gefärbtes, zu einem festen, knotengezogenes Haar fiel, sah Eleanor es ein Haarnetz, nicht das gewöhnliche, unsichtbare Nylonnetz, das die meisten Frauen trugen, da sie's Haar war aus einem dunkleren, feineren Material und eingewoben. Fast unsichtbar verlief ein einziger, der diesen glitzernde Faden, ein schmaler Strich aus silbernem Lurex oder Metallfolie, mäßte schon genau hinschauen, suchen. Aber es wurde ein winziger, funkelnder Bruch in der unnachgiebigen Fassade von Miss Timms. Eleanor starrte einen Moment zu lange, bis Miss Timms den Kopf hob und ihren strengen Blick traf. Sie wandte sich schnell ab, das Herz klopfte ihr absurd heftig, als hätte sie ein Staatsgeheimnis entdeckt. Der Vormittag verging im rhythmischen Klicken der Tasten. In der Mittagspause betrat sie den Posraum, der nach altem Linoleum und mitgebrachten Sandwiches roch. Sie setzte sich neben Margaret, die ihr ein verschwörerisches Lächeln zuwarf. Während sie ihr Käsesandwich auswickelte, bemerkte Eleanor Brenda, die junge Kollegin, die von den Beatles schwärmte. Brenda kaute auf ihrem Brot, und an dem schlichten ihrer hellblauen Blouse war etwas befestigt. Es war ein Anstecker, aber nicht einer aus feinem Metall oder E-Mail. Dieser war groß, fast so groß wie eine echte Erdbeere, und er war aus einem glänzenden, undurchsichtigen Kunststoff geformt, der das Licht auf billige, auffällige Weise reflektierte. Die Form war plump, die Farbe ein unnatürliches, gleichmäßiges Rot mit angedeuteten gelben Samen. Es war ein Objekt, das direkt aus der schrillen Abteilung des Kaufhauses zu stammen schien, ein Stück kühler, plastikartiger Frivolität, das nun an der Brust einer Versicherungsangestellten baumete. Brenda bemerkte Eleanors Blick und berührte den Anstecker fast beschützend. »Süß, nicht wahr?« sagte sie. »Meine Nichte hat ihn mir geschenkt, aus einem Kaugummiautomaten.« Ihre Stimme war eine Mischung aus Entschuldigung und Stolz. Eleanor nickte. Die Bizarre-Mode, da sie im Kaufhaus bestand und auf der Party in voller Blüte erlebt hatte, drang langsam ein. Sie sickerte in die Welt des Büros ein, verwässert, abgeschmeckt, in sichere Formen übersetzt. Ein Glitzerfaden hier, ein Plastikkenner, Obstanstecker dort.
Es war keine Revolution, sondern eine langsame Infiltration, eine Anpassung des Radikalen an die Regeln des Alltags. Der Minirock wurde zum 1 Zentimeter kürzeren Saum, das grelle Opart-Muster zum winzigen Ananasdruck, der glänzende PVC-Mantel zum dezent Glimmer in einem Haarnetz. Den Rest des Nachmittags arbeitete Eleanor, ihre senfgelben Socken warm und verborgen, unter dem Schreibtisch. Jedes Mal, wenn sie die Beine bewegte, spürte sie die weiche Wolle an ihren Knöcheln, eine stille, taktile Bestätigung ihres kleinen Geheimnisses. Das Klicken der Adiermaschine, das Glätten des Durchschlagpapiers, der leichte Druck des Rockbands, all das war vertraut. Doch darunter pulsierte diese verborgenen Not von Farbe, ein privater Widerstand gegen die vollständige Assimilation. Sie war nicht bereit für einen knisternden Krümpelrock im Büro, vielleicht nie. Aber sie konnte dieses winzige Zugeständnis an das neue Wagen, diesen versteckten Schatz aus eigener Herstellung. Die Zukunft, schien es, würde nicht mit einem lauten Knall kommen, sondern sich leise und stetig in die Ritzen der Gegenwart drängen, verwässert, aber dennoch spürbar, ein langsames Neusortieren der Welt, beginnend mit einem Glitzerfaden im Haar einer Vorgesetzten, an einer Erdbeere aus Plastik, an einer Bluse. Und während ihre Finger über die Tasten tanzten, lächelte Eleanor in sich hinein, gesichert durch das Wissen um das warme, senfgelbe Geheimnis an ihren Füßen. Ein Jahr später, an einem Samstagvormittag im späten Frühling, ging Eleanor über den Markt. Die Luft roch nach nassem Pflaster, nach dem süßsäuerlichen Duft über reife Orangen aus einem Obststrand und dem rauchigen Aroma geröstete Kastanien aus einer fernen Ecke. Ihr gewöhnlicher Wollmantel, der beigefarbene Tweed mit Samtkragen, schützte sie vor der leichten, kühlen Brise, die zwischen den Marktständen hindurchstrich. In ihrer Handtasche aus braunem Leder lag ein Einkaufszettel, Tee, Brot, ein Stück Cheddar. Ihr Gang war ruhig, sicher, die Absätze klackten mit einem vertrauten Rhythmus auf den Steinen. Die Welt schien in ihrer gewohnten Ordnung zu ruhen, doch als sie eine schmale Nebenstraße einschlug, eine Abkürzung zum Bus, blieb ihr Schritt unwillkürlich inne. Wo letztes Jahr noch ein schmuddeliges Geschäft für Nähzubehör gewesen war, klaffte nun ein breites, modernes Schaufenster. Bauticeolaris stand in verspielten, geschwungenen Buchstaben auf dem Glas. Eleanor blieb stehen, nicht aus bewusster Neugier, sondern wie von einem vertrauten Klang angezogen, im Schaufenster kunstvoll von einem unsichtbaren Spot angestrahlt, hing ein einziges Kleid. Es war mittellang, der Saum viel elegant, auf halber Wade, der Schnitt war schlicht, aber perfekt. Ein leicht taillierter Körper, lange Ärmel mit schmalen Manschetten, ein rund ausgeschnittener Kragen, was es auszeichnete, war das Muster, ein wunderschönes, komplexes Gewirr aus kleinen, abstrakten Blüten in gedämpftem Türkis, Senf und Zigarett auf einem cremefarbenen Grund. Es war raffiniert, erwachsen, ganz anders als die schreienden Opart-Explosionen von früher. Ihre Augen, geübt im Beurteilen von Stoff, erkannten sofort die Textur. Das Material fiel glatt, aber es hatte eine leichte Steifheit,
einen subtilen Glanz, der keinem natürlichen Gewebe eigen war. Es warf das Licht nicht zurück wie Seide, sondern schien es sanft einzufangen und zu halten. Und dann wusste sie es. Krimpline, ein Lächeln, sanft und private, formte sich auf Eleanors Lippen. Kein Lachen, kein Ausstöhnen. Es wurde das Lächeldarkel der Anerkennung. Sie dachte an den steifen, trapersförmigen Rock in Margarets Schlafzimmer und das laute, trockene Nisten, das jeden in ihre Schritte auf der Party begleitet hatte. Sie dachte an das Gefühl der Fremdheit, der Exponiertheit, als sie sich zum ersten Mal in diesem synthetischen Gewebe gesehen hatte. Und nun hing es hier, verwandelt in dieses elegante, fast konservative Kleid, ausgestellt als begehrenswertes Objekt in einer Boutique, Dianes bizarr, Mr. Zukunft war nicht verschwunden. Sie hatte sich nur gewandelt, war weicher, gefälliger, in den Mainstream gesickert. Aus dem rebellischen Minirock war ein anständiges Michelin-Kleid geworden, aus dem lauten Knistern ein subtiles Schimmer. Die Revolution war nicht gescheitert. Sie war in den Alltag eingewoben, domestiziert, zu einem weiteren Faden im sensorischen Gewebe der Welt geworden. Sie wandte sich vom Schaufenster ab, ohne einen Gedanken, in den Kopf zu verschwenden. Das Kleid war schön, aber es war nicht für sie bestimmt. Ihre Füße trugen sie weiter, zum Abstand an der Ecke. Sie musterte die Äpfel, ihre Finger strich über die glatte, kühle Haut eines Boskop, prüfte die Festigkeit. 1 Pfund, bitte, sagte sie zur Verkäuferin. Die Frau nickte, schüttete die Äpfel in eine braune Papiertüte, die in ihren Händen knisterte, ein altes, vertrautes Geräusch. Eleanor besalte, spürte das Gewicht der Früchte in ihrer Handtasche, einen soliden, runden Ballast. Auf dem Weg zur Bushaltestelle ging sie an einem Bauzaun vorbei, an dem Plakate klebten. Einige waren abgerissen, verwittert, aber ein neues, frisches zeigte eine junge Frau mit langem, glattem Haar, die lässig auf einem Motorrad lehnte sie trug. Enge, weiße Hosen aus einem glänzenden Material und eine Jacke aus Kunstleder. Die Zukunft immer noch glatt, immer noch synthetisch, passierte nun lässig, nicht mehr steif. Eleanor blickte darauf ohne Unbehagen. Es war nur ein Bild, ein weiteres Phantom. Der Bus kam mit einem Seufzen der Bremsen. Sie stieg ein, fand einen Platz, legte die Papiertüte mit den Äpfeln auf ihren Schoß. Durch das Fenster sah sie die Stadt vorbeiziehen. Die alten Backstreet-Fassaden, die neuen Glasfronten, Frauen in langen Mänteln, Frauen in Knielängen, farbigen Röcken aus synthetischem Jersey. Alles existierte nebeneinander, vermischte sich. Der Geruch im Bus war derselbe, Nasswolle, Rausch, Benzin, aber vielleicht mit einem Hauch von billigem, süßlichem Parfüm durchsetzt, das es vor einem Jahr noch nicht gegeben hatte. Zu Hause angekommen, stellte sie die Äpfel in die steinerne Schale auf dem Kühlschrank. Die Sonne, die jetzt höher stand, warf ein warmes Quadratlicht auf den geflochtenen Teppich. Sie zog ihren Mantellos hingen ordentlich auf, spürte die vertraute, etwas kratzige Textur des Tweeds. Dann ging sie ins Wohnzimmer,
und setzte sich in ihren Sessel am Fenster. Draußen im Garten hatte der Flieder zu blühen begonnen. Sein schwerer, süßer Duft drang durch den leicht geöffneten Spalt herein. Sie dachte an das vergangene Jahr, an die Sefkelband-Socken, die sie noch immer trug, an den Glitzerfaden im Haarnetz vom Miss Timms, der mittlerweile zu einem festen Bestandteil ihrer Heimat von Miss Timms, der mittlerweile zu einem festen Bestandteil ihrer Erscheinung geworden war. Sie dachte an Sandra, die Kollegin, die nun regelmäßig ihre Röcke einen Zentimeter kürzer trug, ohne dass es jemanden aufregte. Sie dachte an Margaret, die sich vor kurzem ein Kleid aus einem neuen, weichen Polyester-Jersey gekauft hatte, es sich wie Wolle anfühlt, aber man kann es in die Maschine werfen. Die Revolution war kein einzelnes Ereignis mehr, kein lauter, knisternder Schock. Sie war ein langsamer, beständiger Stoffwechsel geworden. Die radikalen Formen und Materialien von gestern wurden abgeschliffen, angepasst in die bestehende Ordnung integriert. Das Knistern war leiser geworden, der Glanz matter, die Farben gedämpfter. Aber sie waren da. Sie hatten das sensorische Gewebe des Alltags durchdrungen, veränderten es von innen heraus, Masch für Masch für Masch. Eleanor lehnte sich zurück, schloss die Augen. Das Bild des elegant krümpligen Kleids tauchte hinter ihren Lidern auf. Nicht als Bedrohung, sondern als Zeugnis dieser stillen Transformation. Die Zukunft, die einst wie ein fernes, glänzendes Phantom aus dem Fernseher gedroht hatte, war nu her. Sie war in den Stoffen, die man kaufen konnte, in den Details, die man wählte, in der leisen Akzeptanz des Neuen, das mit der Zeit sein Fremdsein verlor. Sie war wunderbar und seltsam und ganz gewöhnlich geworden. Eleanor atmete den Duft von Flieder und der leicht staubigen Wohnzimmerluft ein. Sie war zufrieden mit dieser leisen Seltsamkeit, die jetzt einfach nur ihr Leben war,